herzlich willkommen zu unserem Erklärvideo über das spannende Spiel Quanten-Tic-Tac-Toe. Ich bin Johanna und zeige dir, wie du mit regulären und quantenmechanischen Zuständen auf eine unterhaltsame Weise spielerisch lernen kannst. Lass uns doch direkt einsteigen. Für das Spiel benötigst du 28 Karten. Diese zeigen verschiedene Zustände, reguläre Zustände und Quantenzustände. 2 Leute können mitspielen. Das sind die regulären Zustände. Diese Karten haben einen weißen Hintergrund und sind lebendig oder tot. Sie erinnern an das klassische Tic-Tac-Toe mit Kreisen und Kreuzen. Jede Person belegt mit diesen Karten jeweils ein Kästchen auf dem Spielfeld. Das sind die Quantenzustände. Die Karten für die regulären Zustände haben einen weißen Hintergrund. Die Karten für die Quantenzustände haben einen wellenförmigen Hintergrund. Der steht für einen Mischzustand. Die Karten kommen immer paarweise vor und belegen 2 Orte gleichzeitig. Auf der Rückseite haben sie einen gepunkteten Hintergrund. Das ist der gemessene Zustand. Jetzt zur Vorbereitung. Teile die regulären, lebendigen und toten Karten aus, also die mit dem weißen Hintergrund. Und zwar so: Die eine spielende Person bekommt alle lebendigen Karten und die andere alle toten Karten. Die Quantenzustände mit dem wellenförmigen Hintergrund werden mit der Vorderseite nach oben auf dem Tisch verteilt. Nun beginnen wir mit dem Spielablauf. Wer an der Reihe ist, kann eine reguläre Karte legen oder ein Quantenkartenpaar, also immer 2. Achtet auf diese wichtigen Regeln für die Quantenkarten. Erstens Superposition. Du kannst 2 Orte gleichzeitig besetzen, indem du ein Quantenkartenpaar mit welligem Hintergrund gleichzeitig auf 2 freie Plätze legst. Erst bei der späteren Messung wird entschieden, welcher dieser Plätze regulär belegt wird und welcher frei bleibt. Zweitens Verschränkung. Du kannst deinem Gegner einen Platz wegnehmen. Und zwar, indem du einer seiner regulären Karten gegen einer deiner Quantenkartenpaare tauschst. Die andere Quantenkarte legst du auf ein freies Feld. Auch hier entscheidet erst die spätere Messung, wer welchen Platz belegen kann. Das Spiel geht so lange weiter, bis alle Plätze belegt sind. Und dann kommt es zum spannenden Moment, der Messung. Alle Quantenzustände mit dem welligen Hintergrund werden umgedreht und in reguläre Zustände verwandelt. In dieser Phase können Dreierreihen entstehen. Wer die einzige Dreierreihe besitzt oder die meisten Dreierreihen hat, gewinnt das Spiel. Wenn es ein Unentschieden gibt, wird weitergespielt. Natürlich wird auch weitergespielt, wenn keine Dreierreihen entstanden sind. Dann beginnt die Person, die zuletzt keinen Zug getan hat. Die durch die Quantenkarten frei gewordenen Felder, das sind die, auf denen du nur den gepunkteten Hintergrund siehst, können erneut belegt werden. Und zwar so lange, bis jemand das Spiel gewinnt. Die verwandelten regulären Zustände, du erkennst sie an den gepunkteten Hintergrund, dürfen dabei weiterhin durch Quantenzustände ersetzt werden. Du weißt, das sind die mit dem welligen Hintergrund, also Superposition und Verschränkung. Jetzt bist du bereit, Quanten-Tic-Tac-Toe zu spielen und lernst ganz nebenbei etwas über reguläre Zustände und Quantenzustände. Viel Spaß!